Yeah, we can spend a little bit time until the internet is back. So 7 plus 3 is 10. Ja, wirklich. Leider können wir 10 nicht darstellen. Wir haben 4 Bits für ganze Zahlen. So, es ist minus 8 bis 7. 10 ist nicht in unser bereit. So, was bekommen wir? Wir können sagen, wir verstehen nicht, wir können nicht erzeugen. Das geht nicht. Wir haben zusammen 4 Bits. Wenn wir etwas kompliziert sagen, es geht nicht, dann brauchen wir auch eine besondere Codierung. Dann müssen wir diese Codierung definieren. So. Wenn wir die alle Zahlen benutzen möchten, dann haben wir keine Möglichkeit, etwas anderes zu sagen. Wir können einfach so erzeugen. So, 7 plus 3. Gehen wir schon zurück? Ja. So, dann nehmen wir. So, 7 plus 3. So, 7 ist nur 1, 1, 1. 3 ist nur 1, 1. So, nur 1 plus 1 ist 1 nur. 1 plus 1 plus 1 ist 1, 1. 1 plus 1 ist 1 nur. Nur plus 1 ist 1. Hier. So, dann was bekommen wir? 1 nur, 1 nur. 1 nur, 1 nur ist minus 6. So, 7 plus 3 ist minus 6. Ist es ein Bug oder ein Feature? Is this a bug or a feature? Ja? Okay, machen wir noch ein bisschen weiter. So, wenn wir gucken, so minus 1, so das ist 1, 1, 1, 1 plus minus 8 ist 1 nur. Was bekommen wir hier? Dann können wir das Bit hier ignorieren. Bekommen wir einfach nur 1, 1, 1, 1 ist 7. So, das ist 7. So, minus 1 plus minus 8 ist 7. Das ist richtig. Ja? That's a feature, not a bug. You just do not have the chance to do anything about that. In the first case, you cannot call 10. In the second case, you cannot call minus 9. Die zwei gehen nicht. Die beide sind mit Overflow auf Englisch genannt. Okay? Benutzen Sie Stack Overflow Webseite? Ja, Overflow. Es bedeutet es. Okay. Es ist zu groß. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Geht nicht weiter. Wir haben nur 4 Bits. Wir haben zusammen nur 32 Bits. Wir können nur am größten 2 hoch 31 minus 1 das benutzen. Und dann plus 1, dann geht nicht mehr. Es ist andere. Es ist minus etwas. Minus 2 hoch 31. Ja? So, das bedeutet, wenn wir in dieser Codierung 32 benutzen, 2 hoch 31 plus 1 ist minus hoch 32. Also alles ist 1, dann plus 1 am Ende, dann ist es 1 nur. Das ist eine ganz große Zahl ist am Ende plus 1 aus die kleinste Zahl wir darstellen können. Das ist hier. An dieser Grenze haben wir Probleme. Okay, man sollte das verstehen. Okay, alles verstanden? Wir haben diese Dinge. Dann, wenn wir 5 Bits haben, dann
1 nur, 1, 1 nur, 1 nur, dann können wir verschiedene Dinge darstellen. So, wenn wir das zuerst gucken, das ist 2, ja? Wenn wir Vorzeichendarstellung benutzen, dann hier ist minus 2. Okay? Mit Bias 16, dann ist hier, das ist 2 plus 16 minus 16, das ist auch 2. Wenn wir dort hier mit einer Kommentarstellung, diese Zahl kommt von nur 1, 1, nur 1. So, diese Zahl ist so 16 plus, Entschuldigung, nicht 16. So, das ist 8 plus 4. 8 plus 4 plus 1, das ist 13. Dann dieses Komplement ist minus 13. Okay? Dann nächste, Zwei-Kommentarstellung. Dieser ist minus 16 plus 2 ist minus 14. Ist es zu schnell? Oder nicht? Dann bekommen wir so die Zahlen. Diese Zahl, Darstellung, 1 nur, 1 nur, 1 nur, 1 nur, kann minus 2 sein, kann 2 sein, kann minus 13 sein und kann minus 14 sein. Am wichtigsten, wir kennen jetzt beantwortet jetzt die Frage, ohne weitere Informationen über Darstellung haben wir keine Ahnung, welche Art diese Darstellung ist. Okay. That's the reason why you need to define the data types. And that's the usual thing that you forget when you program in Python, because there is no need to do data type unless you want. Okay, and you sometimes don't know whether that data type is an integer, positive integer, something else. And here is just an example. Okay, gut, wir haben auch ein paar Dinge auf Slido. Wo ist mein Slido? Schon verloren auch. Was closed? Ah, okay, sorry. So, habe etwas vergessen. So, Folien 21. Was ist Folien 21? So, ja. So, was ist 1, 1, nur 1 plus nur 1, 1? So, 1, 1, nur 1 ist, so, es ist mir 4 Bits, ja? So, Entschuldigung, 4 Bits. Das ist mit 2 Komplementarstellung. Es tut mir leid. Ja? So. Wir gehen zurück zu 2 Komplementarstellung. Was ist 1, 1, nur 1 plus nur 1, 1? So. Okay, gut. Jetzt gucken wir, was wir haben. Und das ist nur minus 3 plus 3. Okay? Dann nächster. Ist 128 plus 128 gleich
wie nur ein Fehler oder eine Eigenschaft von 8-Bit rechnen. So, if you buy a computer, you buy a microcontroller, 8-bit microcontroller, and you said, I write a program, assign a constant A, this A is 128, and then another B is 128, you assign them to integers, and then you say, I do A plus B, and equals 0. Is that a feature or a bug? Can you return your processor due to this? So that means that you are doing this with an unsigned character, unsigned 8-bit. So you have 8 bits. You can represent from 0 to 2 power of A minus 1, so 255. You have no chance to represent 256. So this is known as a feature. You cannot return that. The chip manufacturers, if you try to return that, saying that your processor has a bug, I calculate 128 plus 128, it tells me that it's 0. You cannot make even a correct chip. Then I think you would somehow get a problem with your boss, not get the problem with the chip manufacturers. Yeah, they will come back to your company and say, are you sure that you hired the right engineer? Okay, this is a known feature, not a bug at all. Okay, this is not a failure. You have to understand that. Computer systems are not the mathematics that you use all the days. They are used in a discrete manner. They are coded in a binary format. Okay, next one. I don't know what we have. Ja, das ist eine gute Frage. Was ist 1, 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 1? Oh, das heißt nur XFF in der Zweier-Komplementdarstellung. Ja, das ist ganz wichtig. So, in Zweierkomplementdarstellung nur XFF und wieder wie viele F Sie haben, ist immer minus 1. Okay? Gut. Warum ist es einfach so? So, das ist 1. So, wir machen 1. Das ist 1 ist viele Nullen am Ende, vom Anfang, am Ende ein 1. So, es ist plus 1. Dann machen wir zuerst ein Komplement. Das ist 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, wieder 1 und am Ende ein 0. Dann plus 1. Dann haben wir alle 1. Das ist immer minus 1. Okay? Das ist ganz wichtig. Es ist sogenannten
sign extension. So this is so-called sign extension. You extend from 8 bits, this is -1, towards 32 bits. What you do is to add a lot of ones in front of it. So when you extend your bit width from 8 bits to many more bits, to keep the correct number, you need to add 0 or 1 in front of it. If this number is negative, you simply add 1. If this number is negative, what did I say? If this number is positive, you simply add 0. If this number is negative, you simply add 1. Add as many as you want, you can, to match the gap between the representations. If you extend from 8-bit to 16-bit, you add either a 0s if the number is positive, or a 1s if the number is negative. If you extend from 16-bit to 32-bit, then you extend 16 zeros if the number is positive, or you extend 16 ones if the number is negative. Then you do not lose anything. It is called sign extension. Okay? We will use that at the beginning of next year. And if you use an unsigned representation, that means that all numbers are positive or 0, then you only can add 0 in front of it because the number is unsigned. Okay. So coming back to the earlier questions, as a programmer, you have to decide whether your integer is signed or unsigned. If you don't program in Java, if you program in Java, you have to follow the semantics in Java. Okay, good. Any question for today? Unfortunately, the LAMP survey doesn't work. We will do the survey before next lecture. We will check whether it's available again. See you next Monday.